Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In dem Buch Mein größtes Rätsel bin ich selbst. Die Geheimnisse der Psyche verstehen gelingt es der Autorin und Psychologin Cécile Loetz auf beeindruckende Weise, die komplexen Vorgänge der menschlichen Psyche verständlich, unterhaltsam und praxisnah darzustellen. In einer Welt, die mehr denn je auf schnelle Lösungen drängt, lädt uns Loetz dazu ein, innezuhalten und in die faszinierende Innenwelt der psychischen Prozesse einzutauchen. Mit einer Mischung aus wissenschaftlicher Expertise und alltagsnahen Fallbeispielen beleuchtet sie, wie unser Denken, Fühlen und Handeln zusammenhängen und wie wir uns selbst häufig das größte Rätsel sind. Die Autorin schafft dabei eine Brücke zwischen psychologischer Theorie und praktischer Anwendung, sodass das Buch nicht nur für Fachleute, sondern auch für interessierte Laien wertvoll ist. Loetz gelingt es meisterhaft, psychologische Phänomene mit Humor, Selbstreflexion und Empathie zu vermitteln und dabei Denkanstöße für den eigenen Lebensweg zu geben. Das Werk lädt zur Selbsterforschung ein und eröffnet neue Perspektiven darauf, warum wir sind, wie wir sind, jenseits einfacher Ursachenforschung und oberflächlicher Ratschläge. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Vielschichtigkeit der Psyche. Cécile Loetz stellt zu Beginn des Buches die enorme Vielschichtigkeit der menschlichen Psyche heraus. Sie erklärt, dass es weit mehr als eindeutige Mechanismen oder singuläre Ursachen für unser Verhalten gibt. Die Psyche ist ein komplexes Netz aus bewussten und unbewussten Prozessen, aus individuellen Erfahrungen, gesellschaftlichen Einflüssen und evolutionär bedingten Mustern. Anhand zahlreicher Beispiele verdeutlicht die Autorin, dass selbst scheinbar einfache Verhaltensweisen mehrere psychische Ebenen und Motive haben können. Das Verständnis der eigenen Psyche erfordert daher die Bereitschaft, verschiedene Perspektiven einzunehmen und die Dynamik zwischen Gefühlen, Gedanken und Handlungen zu erkennen. Die Komplexität der Psyche zu akzeptieren, sieht Loetz als ersten Schritt zur Selbsterkenntnis. Damit lädt das Buch dazu ein, geduldig, neugierig und offen mit sich selbst umzugehen und auch unbequeme Wahrheiten zu erforschen. Zweitens. Das Unbewusste als Motor des Handelns. Ein zentrales Kapitel widmet sich den unbewussten Anteilen unserer Persönlichkeit. Loetz erläutert anhand klassischer und moderner psychologischer Modelle, wie viel von unserem Denken und Verhalten tief im Unterbewusstsein wurzelt. Sie führt aus, dass wir oft im Nachhinein gute Gründe für eine Entscheidung finden, deren eigentlicher Ursprung im Unbewussten liegt. Die Autorin beschreibt Techniken und Methoden, wie wir unbewusste Motive und Prägungen besser erkennen können. Zum Beispiel durch Selbstreflexion, das Führen eines Tagebuchs oder die Arbeit mit Therapeutinnen und Therapeuten. Sie beleuchtet auch, wie das Unbewusste unser Beziehungsmuster und unser Selbstbild prägt und dass es wichtig ist, unbewusste Anteile nicht als Bedrohung, sondern als Ressource zu verstehen. Wer lernt, die Signale des Unbewussten zu deuten, kann bewusster und erfüllter leben. Drittens. Emotionen und ihre Bedeutung. Loetz widmet ein umfangreiches Kapitel dem vielschichtigen Thema der Emotionen. Sie zeigt auf, wie grundlegend Gefühle für unser Leben sind, sei es als Warnsignal, Entscheidungshilfe oder als Kommunikationsmittel. Die Psychologin unterscheidet zwischen Grundemotionen wie Angst, Freude, Wut und Traurigkeit und ihren zahlreichen Mischformen. Sie erklärt, wie Emotionen entstehen, wie sie mit Gedanken und körperlichen Empfindungen zusammenhängen und warum sie oft schwer zu kontrollieren sind. Ein Schwerpunkt liegt darauf, Emotionen anzunehmen und konstruktiv mit ihnen umzugehen, anstatt sie zu verdrängen. Die Autorin gibt praktische Tipps für den Alltag, wie achtsames Wahrnehmen, Selbstmitgefühl und gesunde Abgrenzung. Das Verständnis der eigenen Emotionen erhöht die Lebensqualität und die Qualität der Beziehungen zu anderen Menschen maßgeblich. Viertens. Der Einfluss von Beziehungen auf die Psyche. Ein weiteres zentrales Thema des Buches ist die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen für unsere psychische Gesundheit.
Loetz unterstreicht, dass wir soziale Wesen sind und dass Bindungen, Freundschaften und familiäre Strukturen unsere Psyche entscheidend prägen. Anhand von Forschungsergebnissen und Alltagssituationen erklärt sie, wie Beziehungserfahrungen unser Selbstwertgefühl, unsere Ängste und unsere Bewältigungsstrategien beeinflussen. Besonders spannend ist die Betrachtung, wie frühkindliche Bindungsmuster unser gesamtes späteres Leben prägen können. Die Autorin gibt Impulse dazu, problematische Muster in Beziehungen zu erkennen und Wege zu mehr Authentizität, Nähe und Selbstfürsorge zu finden. Wer die Dynamik seiner Beziehungen versteht, kann gezielt an persönlicher Entwicklung und psychischem Wohlbefinden arbeiten. Schließlich Selbstreflexion und Persönlichkeitsentwicklung. Im abschließenden Themenschwerpunkt motiviert Loetz die Lesenden zur Selbstreflexion als Schlüssel zu Entwicklung und Wohlbefinden. Sie ermutigt dazu, die eigenen Werte, Ziele und Handlungsmuster regelmäßig zu hinterfragen und sich nicht von gesellschaftlichen Erwartungen blenden zu lassen. Die Autorin gibt Anleitungen, wie man blinde Flecken erkennen, hinderliche Glaubenssätze ablegen und Selbstmitgefühl kultivieren kann. Dabei zeigt sie, dass Persönlichkeitsentwicklung kein Ziel, sondern ein lebenslanger Prozess ist, der mit Geduld, Bereitschaft und Offenheit gegenüber sich selbst einhergeht. Sie betont, dass Fehler und Rückschläge natürliche Bestandteile dieses Weges sind und gibt praktische Werkzeuge an die Hand, mit denen persönliche Veränderung gelingen kann. So wird das Buch zu einem Begleiter für alle, die mehr über sich selbst erfahren und langfristig erfüllter leben möchten. Zusammenfassend: Mein größtes Rätsel bin ich selbst bietet Leserinnen und Lesern einen einzigartigen Zugang zum Verständnis der eigenen Psyche. Das Buch eignet sich für alle, die sich selbst und andere Menschen besser verstehen möchten, egal ob sie sich privat, beruflich oder im therapeutischen Kontext mit Psychologie beschäftigen. Besonders profitieren Menschen, die sich weiterentwickeln, festgefahrene Muster hinter sich lassen und mehr Lebensqualität erreichen wollen. Cécile Loetz verbindet umfassendes psychologisches Fachwissen mit einer verständlichen, empathischen Sprache und motiviert zu gesunder Selbstreflexion. Statt schnelle und oberflächliche Ratschläge zu geben, lädt sie dazu ein, tiefgreifende Fragen zu stellen und den eigenen Entwicklungsprozess wohlwollend zu begleiten. Das Buch bietet zahlreiche praktische Anleitungen und Denkanstöße und hebt sich gerade durch seine Tiefe und die vielschichtige Betrachtung psychischer Prozesse von anderen Titeln im Bereich der Selbsthilfe und Psychologie ab. Wer auf der Suche nach einem fundierten, lebensnahen und inspirierenden Buch ist, um sich selbst wirklich kennenzulernen, findet hier eine unverzichtbare Quelle. Die Investition in dieses Buch lohnt sich, weil es nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch zu mehr Selbstakzeptanz, Lebensfreude und Verbindung mit anderen Menschen beiträgt. Wenn Sie unterstützen möchten, Cécile Loetz, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.